Der nächste Neuzugang steht fest, zumindest sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, denn heute wird ein Medizincheck absolviert von Ryan Grieb. Über ihn haben wir ja schon mal gesprochen und auch, dass der FCM sehr an ihm interessiert ist. Er ist nach Magdeburg geflogen bereits und wie gesagt, der Medizincheck steht heute noch an, beziehungsweise ist schon durch, weiß man nicht ganz genau und wird dann wahrscheinlich dementsprechend auch irgendwann vorgestellt. Der FCM muss eine gute Summe überwiesen haben. Auch darüber haben wir bereits gesprochen, dass es definitiv eine relativ hohe sechsstellige Summe sein muss. Sonst wird er nicht wechseln. Ein Jahr Vertrag hat er noch bei Güdenkamp und auch eine Option zur Verlängerung. Hat sich dann aber dagegen entschieden, vor allem weil er Menschen wie Ottmar Schork bereits kennt oder auch Lurik. Sie folgen sich beide gegenseitig auf Insta, weil sie vor allem mal gegeneinander gespielt haben und auch auf einem bestimmten Liganiveau dann bestimmte Freunde waren. Zumindest hat es sich so angefühlt. Ja, mit Rhein-Greb verstärken wir uns definitiv auf dem Flügel, in der Zentrale, was das offensive Mittelfeld angeht, oder auch auf den ganz normalen Schienen. Er kann unter anderem auch noch defensiver spielen, also ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp wie Mohamed El Khoury. Er ist eigentlich Ersatz für Mo, auch wenn ich gedacht habe, dass das mit Ulrich gemacht wird, der eigentlich schon auf der ZOM-Position spielt oder auch ZM. Deswegen habe ich gedacht, dass er das übernehmen wird, weil er zuletzt Mo eher darüber kam. Aber scheinbar wird es dann Rhein-Greb jetzt doch machen. Und damit haben wir wirklich einen unglaublich interessanten Spieler, wie ich finde. Wie gesagt, wenn man sagt, ähnlich wie Mo, dann weiß man ganz genau, was da für eine Qualität hintersteckt. Und die steckt bei ihm auf jeden Fall dahinter. Zudem kann er Deutsch, obwohl er aus der französischen Liga kommt. Das ist ein absoluter Pluspunkt. So, und dann landen wir auch nochmal auf sein Profil. Ich mache nochmal einen schnellen Durchgang, wer er so ist, wie gut er ist. Statistiken schauen wir uns kurz an. Das haben wir zwar schon im Video zum Gerücht zu ihm gemacht, aber sicher doppelt hält besser. Für alle, die das noch nicht wissen. Und auch einfach mal so eine kleine Bemerkung. Rhein-Greb erinnert mich so richtig an Cherki von Lyon. Keine Ahnung warum. Als Spielertyp oder auch als vom Gesicht her. Ein bisschen ist das so Cherky. Auch das ist sehr sympathisch an der Stelle. Ja. Wir haben ja einen Straßburger Jungen, wie gesagt, hat aber auch in Deutschland gespielt. Straßburg ist sehr, sehr nah an der deutschen Grenze, dementsprechend macht das schon alles Sinn. Kann hier offensives Mittelfeld, links außen, rechts außen, wie auch angesprochen, Marktwert ist so hoch wie noch nie. Und auch das kann sich sicherlich in der zweiten Bundesliga nochmal steigern. Und hier haben wir nämlich auch nochmal das ganz Interessante. Oberachern, da hat er gespielt und auch da hatte zu dem Zeitpunkt in der Nähe ein gewisser Ottmar Schork gelebt. Die kennen sich also dementsprechend. Aber das Gerücht war relativ locker, muss man auch sagen. Da war noch nicht so viel Sicherheit drin. Jetzt ist es aber auf einmal direkt ein Done-Deal. Wie gesagt, 32 Spiele, 12 Scorer als Rechtsaußen. Ist schon eine ordentliche Leistung, muss man an der Stelle sagen. Wie gesagt, wenn man allgemein guckt, wo er denn so gespielt hat, wenn wir das hier direkt mal herausfinden, dann ist das schon sehr, sehr interessant. Wir können auch gerne mal alle Saisons nehmen, Gesamtbilanz. Da finden wir nochmal ein bisschen mehr zu ihm. Genau das meine ich nämlich, er ist unglaublich variabel einsetzbar. Das liebe ich an solchen Spielern. Die können wirklich zwischen ZM, RM, LM, OM, HS, beziehungsweise hängende Spitze, rechts außen, links außen und Mittelstürmer können sie alles spielen. Das macht so einen Spieler unglaublich wertvoll. Das steigert den einfach direkt im Wert, meiner Meinung nach. Vor allem das hat ja der FCM über die letzten Jahre gespielt und wird es dieses Jahr auch wieder machen. Vor allem Fiedler setzt ja auch auf sehr, sehr variable Spieler. Das mag er ja vor allem. Und da bin ich auch großer Fan von. Wie gesagt, Mohamed El Khoury ist für mich ein Erstligaspieler 100% dafür gebaut. Wie gesagt, er ist auch noch aktuell ohne Verein. Wenn er zum FCM zurückkommen würde, ich würde ihn mit Kusshand nehmen. Also wirklich ein unglaublicher Spieler. Mal schauen, wo es für ihn hingeht. Wie gesagt, war auch mein Lieblingsspieler die Saisons lang. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich sehr auf ihn. Schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, ihr freut euch genau auf ihn so sehr wie ich mich auf ihn. Ich hoffe, das war richtiges Deutsch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.